Hallo Leute, wie geht's euch? Ich bin Yuto aus Japan und wohne gerade in München, Deutschland. In meinem YouTube-Kanal möchte ich euch gerne aus meiner Erfahrung über Unterschiede zwischen Japan und Deutschland und über Schwierigkeiten beim Deutschlernen für Japaner sprechen. Heute möchte ich euch gerne die Unterschiede an Eisenbahnen zwischen Japan und Deutschland erzählen. Es gibt so viele Unterschiede an Eisenbahnen, dass ich heute alles auf einmal nicht erzählen kann. Aber ich erzähle euch heute ein paar davon. Also, los geht's! Es gibt schon auf dem Weg auf dem Bahnsteig einen großen Unterschied zwischen Japan und Deutschland. In Deutschland gibt es am Eingang einer Station oder am Eingang eines Bahnsteigs keine Bahnsteigsperre, sondern du musst vor dem Betreten des Bahnsteigs eine Fahrkarte selbst entwerten. Dann berechtigt die Fahrkarte zum Betreten des Bahnsteigs der Station oder zum Betreten der Bahn. Wenn du auf dem Bahnsteig oder in der Bahn bei einer Kontrolle keine gültige Karte vorzeigen kannst, musst du ungefähr innerhalb von 30 Tagen eine Strafe bezahlen. Aber weil es am Bahnhof keine Bahnsteigsperre gibt, ist man imstande, aus Versehen ohne gültige Karte den Bahnsteig zu betreten und die Bahn zu nehmen. Andererseits gibt es an jeder Station in Japan eine Bahnsteigsperre. Deswegen kannst du den Bahnsteig nicht betreten, wenn du davor keine Karte kaufst. Das heißt, es gibt in Japan in der Bahn im Wesentlichen keine Fahrscheinkontrolle. Deshalb, wenn japanische Touristen Deutschland besuchen, haben sie keine Ahnung, wie sie eine Bahn nehmen sollten, oder sie vergessen, ihre Fahrkarte zu entwerten. Ich denke, die Kontrolle mit einer Bahnsteigsperre ist für die meisten Touristen einfacher zu verstehen. In deiner Gegend, wie öffnest du die Zugtüren? In Deutschland drückt man dabei normalerweise auf den Knopf oder man zieht die Hebel. Das ist gleich sowohl in einer Stadt als auch auf dem Land und sowohl in einer Regionalbahn als auch in einer U-Bahn. Andererseits gibt es in Metropolregionen in Japan an Zugtüren weder Knopf noch Hebel. Ich denke, überall in Japan gibt es keine Tür mit Hebeln. Stattdessen werden alle Zugtüren immer an jeder Station in einer Metropolregion in Japan automatisch geöffnet. Weißt du, wie viele Menschen in der Metropolregion Tokio wohnen? Es gibt dort ungefähr 38 Millionen Einwohner und damit ist sie die größte Metropolregion der Welt. Außerdem gibt es in Japan Metropolregionen mit 20 Millionen Einwohnern und mit 10 Millionen Einwohnern. In solchen Regionen und in den Umgebungen gibt es an jeder Station viele Menschen, die aus der Bahn aussteigen. Deswegen werden alle Türen dort immer automatisch geöffnet unter Berücksichtigung der Annehmlichkeit für die Fahrgäste. Viele Menschen in Japan, die in einer Metropolregion oder in der Umgebung aufgewachsen sind oder die dort wohnen, assoziieren eine ländliche Gemeinde mit Zugtüren mit Knopf. Zum Beispiel, wenn Japaner aus Tokio in Japan mit Bahnen etwas aufs Land reisen, begegnen sie plötzlich einer Bahn mit Türen mit Knopf. Das ist der Moment, in dem sie sich endlich fühlen könnten, dass sie gerade jetzt reisen. Im Gegensatz gibt es auf dem Land an jeder Station wenige Menschen, die aus der Bahn aussteigen. Das heißt, man kann sagen, wenn alle Türen jeweils aufgehen, ist es eine Verschwendung von Energie. Deshalb öffnet man oft die Türen durch Drücken eines Knopfes wie in Deutschland. Aber es gibt eine Ausnahme. In Japan gibt es eine Präfektur, heißt Hokkaido. Hokkaido ist die nördlichste und die kälteste Präfektur in Japan. Dort ist es im Winter sehr kalt und schneit sehr viel.
Zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch in größeren Städten wie Sapporo mit 2 Millionen Einwohnern. Im Winter ist die Temperatur in Sapporo auch mittags ziemlich oft unter Null und abends und morgens manchmal unter -10 Grad. Da in Hokkaido, auch in einer großen Stadt Sapporo und in der Umgebung, öffnet man oft die Zugtüren mit Knopf. Weil wenn alle Zugtüren an jeder Station geöffnet werden, kommt die bitterkalte Luft von draußen in die Bahn bei jeder Türöffnung und entweicht die aufgeheizte Luft in der Bahn nach draußen. Deswegen öffnet man dort mit Knopf die Türen, nur wenn wirklich nötig. In Japan gibt es außer Hokkaido noch viele Regionen, in denen es im Winter sehr viel schneit und sehr kalt ist. In solchen Regionen sind die Zugtüren mit Knopf auch sehr wichtig, um die Temperatur in der Bahn behaglich zu halten. Also, um es kurz zu fassen, ist das Zugtürenöffnen mit Knopf in Japan normal auf dem Land und in den Regionen, in denen es viel schneit und sehr kalt ist. Weil ich in der Umgebung von Tokio mit Zugtüren ohne Knopf aufgewachsen bin, konnte ich mich eine Weile an die mit Knopf oder die mit Hebeln in Deutschland nicht gewöhnen. Daher habe ich auch in Deutschland ein paar Mal aus Versehen vergeblich gewartet, dass die Türen automatisch geöffnet werden. Im Gegensatz sind Deutsche die mit Knopf oder mit Hebeln gewohnt. Und ich sehe in Deutschland manchmal Menschen, die schon 30 Sekunden vor dem Halt der Bahn zum Türenöffnen mit Knopf oder mit Hebeln bereit sind. Für mich sehen sie so aus, dass sie sofort aus der Bahn aussteigen wollen. Und das finde ich sehr lustig, weil Deutsche nicht so oft unter Zeitdruck stehen im Vergleich zu Japanern. Was Japaner in Deutschland oft merken ist, dass Zugtüren in Deutschland oft defekt sind. Ich persönlich habe noch keine Defekttür von Regionalbahnen oder IC gesehen. Aber ich sehe oft S-Bahnen und U-Bahnen mit defekten Türen. Weil es an defekten Türen gelbe oder rote Sticker mit Warnungen gibt, ist es anschaulich, welche Türen defekt sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in Deutschland relativ hoch, dass sie defekt sind. Wenn du zum Beispiel in Deutschland mit Bahnen 30 Mal fährst, könntest du schon mindestens einmal defekten Türen begegnen. Auch in Japan habe ich defekte Zugtüren gesehen, aber ich denke bisher nur einmal oder zweimal im Leben. Ich habe in Deutschland insgesamt noch ungefähr 2 Jahre gelebt, aber ich habe in Deutschland schon viel mehr defekte Zugtüren gesehen, als ich in Japan gesehen habe. Warum werden die in Deutschland so einfach kaputt? Das ist geheimnisvoll. Zum Erstaunen gibt es auch einen Unterschied an den Zuggeräuschen. Im Allgemeinen sind die Geräusche einer Bahn in Deutschland ruhiger als die in Japan. Du hörst etwas Geräusche, wenn du in Japan mit einer Bahn fährst, bis auf Shinkansen, die Hochgeschwindigkeitszüge. Auf Japanisch gibt es eine Onomatopoesie oder ein klangnachahmendes Wort für die Zuggeräusche, heißt Gatangoton. Wenn du in Japan in einer Bahn bist, hörst du einen solchen Klang. Es ist nicht so laut, aber trotzdem. Aber wenn du in Deutschland mit einer Bahn fährst, hörst du normalerweise fast keine solchen Geräusche. Es ist für die Fahrgäste angenehm, da es ruhiger ist. Also, das heißt, auch wenn ein Japaner vor Deutschen die japanische Onomatopoesie für Zuggeräusche Gatangoton sagt, verstehen sie es wahrscheinlich leider nicht, glaube ich. Ich habe ein paar deutsche Freunde gefragt, wie man auf Deutsch oder in Deutschland sagt, wenn man den Klang vom Zug nachahmt. Dann haben sie mir mit Tschü Tschü oder Tschüff Tschüff geantwortet.
egal ob Dampf oder Elektro. Gibt es auch bei euch eine Onomatopoesie oder ein klangnachahmendes Wort für Zuggeräusche? Wenn ja, bitte hinterlasst einen Kommentar. Vorhin habe ich erwähnt, dass die Zuggeräusche in Deutschland ruhiger als die in Japan sind. Aber der Lärm in einer Bahn in Deutschland ist oft andersrum. In Japan ist es in einer Bahn normalerweise sehr ruhig und man zögert dort manchmal sogar mit dem Reden mit Freunden. Dazu ist es in Japan unter Berücksichtigung der anderen Fahrgäste verboten, in einer Bahn zu telefonieren. Deshalb fühlt man sich in Japan unangenehm, wenn man in einer Bahn einen Klingelton hört. Andererseits ist es in Deutschland manchmal in einer Bahn lebhaft. Es ist oft unter anderem in den Bahnen sehr laut, die mit Fahrgästen auf dem Weg zu einem Stadion oder aufs Oktoberfest sind. Und sie machen oft im Zug viel Aufhebens. Ohnehin sieht man manchmal im Zug Menschen laut sprechen oder laut telefonieren. Der Lärm in einer Bahn könnte manchmal einen dunklen Regentag etwas fröhlicher machen. Aber da ich die ruhigen Bahnen in Japan gewohnt bin, brauche ich noch lange Zeit, bis ich mich an die Bahnen in Deutschland gewöhne. In Deutschland gibt es normalerweise keine Kategorien von Bahnen und es ist relativ deutlich für jeden, welche Bahn man nehmen soll. Zum Beispiel in Deutschland haben U-Bahnen oder S-Bahnen normalerweise weder Schnellzug noch Expresszug. Deswegen braucht man auf dem Fahrplan normalerweise nur diese Informationen, zwar wann, welche Linie, welche Richtung und Endstation der Bahn. Andererseits gibt es in Japan viele unterschiedliche Zugkategorien wie Nahverkehrszug, Schnellzug oder Expresszug. Deshalb braucht man auf dem Fahrplan zusätzlich Informationen über Zugkategorien und an welchen Stationen die Bahnen halten. Führen wir jetzt als Beispiel die Seibu-Ikebukuro-Linie zwischen dem Zentrum Tokio und der Umgebung an. Die Linie hat insgesamt 9 verschiedene Zugkategorien. Genau gesagt Nahverkehrszug, Semi-Express, Pendler-Semi-Express, Schnellzug, Pendler-Express, Express, Schnellexpress, S-Train und Sonderexpress. Diese 9 verschiedene Bahnen haben verschiedene Kombinationen von Haltestellen. Deswegen musst du eine deiner Abfahrtsstationen und deiner Zielstation entsprechende Bahn nehmen. Wenn du mit einer falschen fährst, fährt sie an deiner Zielstation durch oder dauert es unnötig sehr lange Zeit. Es ist auch für Bahner schwierig zu entscheiden, welche Bahn man nimmt. Also, für Touristen aus anderen Ländern muss es noch viel schwieriger sein. Ich war 2012 und 2019 zum Urlaub in Budapest in Ungarn. Die U-Bahnen oder Metro in Budapest haben eine sehr lange Geschichte und sind im Welterbe der UNESCO aufgezeichnet. Sie sind für mich sehr interessant. Erstmal schließen sich die Zugtüren sehr schnell, so schnell wie als ob es eine Guillotine wäre, und wegen des Stoßes beim Schließen öffnen sich die Türen nochmal kurz auf. Zweitens beschleunigen sich die Bahnen sehr plötzlich. Wenn du dich dabei an nichts festhältst, würdest du hinfallen. Dazu, wenn du dich in der Bahn mit einer Halteschlaufe auf die Beschleunigung vorbereitest, merkst du, dass die Halteschlaufen nicht richtig befestigt sind. Deswegen, auch wenn du dich an einer Halteschlaufe festhältst, bewegst du dich zusammen mit ihr. Also, sie hilft nicht richtig. Neulich hat die Stadt Budapest neue Bahnen eingeführt. Also, nun ist es vielleicht schon was anders.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.